Manchmal erscheint ein Ziel so nah und ist doch so fern. In der heutigen Etappe des Königswegs verdeutlichen wir euch den Unterschied unterschiedlicher Mensuren und finden ihre individuellen Nutzen. Bevor wir loslegen können, sind noch die Begriffe Reichweite und Mensur zu erklären. Reichweite bezieht sich auf die Pompe und meint vereinfacht die maximale Reichweite, die eine Pompe besitzt. 1,40 Meter bei der Langpompe und Q 1,10 Meter beim Stab und 85 cm bei der Kurzpompe. Mensur hingegen bezeichnet die Distanz, die Spielende zueinander einnehmen, und zwar abhängig von ihrer jeweiligen Reichweite. Die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Mensuren in Duellen auszunutzen, ist eine der Schlüsselfähigkeiten der Fechtkunst. Die charakteristischen Eigenschaften von Mensuren sind Risiko, Bindung, Stabilität und Optionsvielfalt. Das Risiko einer Mensur meint die persönliche Wahrscheinlichkeit, in einem Duell getroffen zu werden. Bindung, die Spielende auf andere ausüben, bezeichnet den Grad, wie wahrscheinlich sich GegnerInnen aus einem Duell lösen können. Das meint sowohl die Wahrscheinlichkeit, beim Lösen abgeschlagen zu werden, als auch die Angst davor, das Duell zu verlassen. Die Stabilität eines Duells gibt an, wie schnell ein Duellausgang herbeigeführt wird. Handlungen wie das Verringern der Distanz zueinander erhöhen die Instabilität. Der Optionsbegriff betrachtet die Möglichkeit der Spielenden, den Duellausgang zu beeinflussen oder ins Spielgeschehen einzugreifen. Dazu zählen sowohl das Raumspiel als auch das Fechten. Insbesondere die Auswahl der sinnvollen Angriffe variiert mit der Mensur. Wer im Distanzspiel erfolgreich sein möchte, muss zwangsläufig die Mensuren beherrschen und sie flüssig anpassen können. Dazu bedarf es einer zuverlässigen Beinarbeit, die im letzten Königsweg behandelt wurde. Unter diesen Aspekten betrachten wir jetzt die Mensuren. Im Jugger gibt es 4 verschiedene Mensuren, die jeweils mit unterschiedlichen Nutzen und Risiken verbunden sind. Besteht für beide Duellteilnehmende keine Möglichkeit, aus dem Stand oder mit dem Ausfallschritt zu treffen, stehen sie außerhalb der Mensur. Für die Duellierenden besteht keine Gefahr, getroffen zu werden. Allerdings können sich die Pompenden beliebig aus dem Duell lösen. Es wird keine Bindung aufgebaut. Auch außerhalb der Mensur ist es sinnvoll, die Grundhaltung einzunehmen, da dies bereits eine Duellsituation ist. Denn nur in der Grundhaltung können die Pompenden alle ihre Optionen risikoarm umsetzen. Die erste Treffermöglichkeit entsteht, wenn mit einem Ausfallschritt die vorderste Trefferfläche des Gegners mit der Pompe erreicht werden kann. Dabei handelt es sich typischerweise um die Zone der Handgelenke. Dieser Duellabstand wird weite Mensur genannt. In der weiten Mensur besteht nur ein geringes Risiko und die Duelle sind dadurch relativ stabil. Zwar lassen sich offensive Manöver durch Rückwärtsbewegungen aussetzen, allerdings ist die Bindung weiterhin gering. Bei einer weiteren Annäherung der Duellierenden kommen sie in die Grundmensur. In diesem Abstand sind die Unterarme aus dem Stand zu treffen. Mit einem Ausfallschritt sind Treffer am Rumpf möglich. In dieser Mensur steigt das Risiko und sinkt die Stabilität enorm und dementsprechend hoch ist auch die Bindung. Allerdings steht den Pompenden das ganze Repertoire der Fechttechnik zur Verfügung. Dies ist noch nicht die letzte Eskalationsstufe. Es ist immer noch gut möglich, Angriffe zu blocken oder ihnen auszuweichen. Am schmalen Rand des Mensurspektrums finden wir die nahe Mensur. Sobald ein Treffer am Körper ohne Ausfallschritt möglich ist, ist die nahe Mensur erreicht. Dieser Zustand erzwingt eine hohe Bindung. Er ist jedoch auch sehr instabil, weil die defensiven Optionen gering sind und an ihre Grenzen gebracht werden. Es gilt, wer schneller agiert, gewinnt. Aufgrund dieses hohen Risikos sollte die nahe Mensur sehr bewusst eingegangen oder vermieden werden. Andererseits kann gegen Spielende mit höheren Reichweiten das Betreten der gegnerischen nahen Mensur ein probates Mittel sein, um das Duell zu entscheiden. Wie unter anderem das funktioniert, sehen wir im Folgenden. Betrachten wir nun, welchen Einfluss unterschiedliche Reichweiten auf das Duellverhalten haben. Als grundlegendes Prinzip gilt, die größere Reichweite bestimmt zunächst die Mensur. In diesem Beispiel steht der Q-Tip-Spielende in weiter Mensur, während der Stabpompende außerhalb der Mensur steht. Nur bei einem Angriff durch den Q-Spielenden kann der Stabpompende treffen. Daher tendieren Spielende mit der kürzeren Reichweite dazu, die Distanz zu verkürzen. Der Stabspielende steht jetzt in der weiten Mensur, während der Q-Tip sich schon in seiner Grundmensur befindet. Dadurch geht der Reichweitenvorteil des Q-Tip-Spielenden verloren. Dieses Duell kann sich je nach Ziel der Pompenden weiterentwickeln, indem der Stabspielende weiter die Distanz verkürzt
Oder der Q-Tip versucht, in seine Weitemensur zurückzukehren. Dieses Ungleichgewicht der Reichweiten kommt insbesondere bei Duellen mit Schildbeteiligung zum Tragen. Gelingt es Schildspielenden, die Grundmensur ihrer GegnerInnen zu unterschreiten, sind Schilde besonders im Vorteil. Sie behalten auch in enger Mensur ihre defensiven Optionen, während für andere Pompen die Situation längst eskaliert. Die Reichweite der Kette weist die größte Differenz zu den Reichweiten der anderen Pompen auf. Bis andere Nahpompfende überhaupt in ihre weite Mensur gegen die Kette kommen, sind Kettenspielende über einen Großteil ihrer Reichweite im Vorteil. Gelingt es Spielenden mit Nahpompfen aber, in ihre Weite oder gar Grundmensur zu kommen, kippt das Verhältnis schlagartig, da die Kette keine nennenswerten defensiven Optionen besitzt. Für das Spiel gegen die Kette bedeutet dies, dass sich Nahpompfende am äußersten Rand der weiten Mensur der Kette aufhalten, um sowohl blocken als auch ausweichen zu können, um dann schlagartig auf ihre eigene weite Mensur zu verkürzen. In folgenden Situationen ist die Wahl der richtigen Mensur von Bedeutung. Im Duell besteht prinzipiell die freie Wahl der Mensur. Spezifisch ist sie jedoch von den Zielen der Duellierenden abhängig. Diese Ziele können beispielsweise aushalten, binden oder schnelles Gewinnen sein. Die unterschiedlichen Reichweiten der Duellierenden können typische Mensurentwicklungen vorgeben. Im Linienspiel stehen Pomfende typischerweise in Weiter- und Grundmensur. Dabei orientieren sich die Spielenden an der größten Reichweite in ihrer Umgebung. Das bedeutet im Regelfall die Verwendung der Mensuren der Kette und Qs und Langpompfen oder Stäbe. Schilde lauern meist außerhalb ihrer Mensur auf eine Gelegenheit zu verkürzen und zuzuschlagen. Dieses Meta ergibt sich durch die Möglichkeit, an der Linie quer zu agieren. Streben zum Beispiel Schildspielende an, die Mensur ihrer Gegenüber zu unterschreiten, um ein Duell schnell zu entscheiden, können sie leicht von der Seite bestraft werden. Kleinere Anpassungen der Distanzen sind abhängig von Risiko und Bindungszielen der Linie. Im Folgenden geben wir euch ein paar Übungen an die Hand, um die Grundlagen des Mensurkonzepts zu erlernen. Zunächst muss die Wahrnehmung der eigenen Mensur geschult werden. Dazu laufen die Lernenden auf ein stationäres Ziel und wählen eine Mensur zum Stoppen. Im Anschluss wird überprüft, ob die entsprechende Mensur erreicht wurde. In diesem Beispiel die Grundmensur. In einem nächsten Schritt werden die Ziele durch Pomfende mit unterschiedlichen Reichweiten ausgetauscht. Die Lernenden haben nun zur Aufgabe, in einer vorab gewählten Mensur ihrer Gegenüber zum Halt zu kommen. Die nächste Übung hat zum Ziel, dass die Pomfenden lernen, eine gewählte Mensur beizubehalten, auch wenn sie sich bewegen müssen. Dazu starten zwei Lernende in einer gewählten Mensur. Die eine Person strebt nun eine Bewegung vor oder zurück an und die andere soll entsprechend reagieren, um die Mensur zu wahren. Damit ist die erste Etappe im bewussten Distanzspiel beschritten. Für den Königsweg gilt genauso wie im Jugger: Reichweite ist alles. Darum lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Ballern, bügeln, laufen lassen.